Hallo und willkommen. Ich bin Israel und heute habe ich einen Vortrag zum Thema die vielfältige kantonesische oder chinesische Sprache Lehnwörter durch die Jahrhunderte vorbereitet. Meine Muttersprache Kantonesisch ist ein Thema, das mir sehr wichtig ist und ich hoffe, dass ihr euch auch für diese Merkwürdigkeiten interessieren werdet. Aber zuerst, wer bin ich? Ich bin hauptsächlich Musiker und Komponist. Ich habe Komposition an der Universität Oxford studiert und werde bald ein Doktorat anfangen. Aber außerhalb Musik interessiere ich mich für Sprachen und Sprachenlernen. Auf meiner Seite Rhapsody in Lingo schreibe ich seit 6 Jahren Artikel und andere Blogposten über diese Interesse und seit ungefähr einem Jahr führe ich einen kantonesischen Podcast über Sprachen und Sprachwissenschaft. Heute würde ich gerne Kantonesisch ein bisschen besprechen, und zwar die Mannigfaltigkeit seiner Vokabeln. Es wird relativ nicht viel an diese Sprache gedacht, während es zunehmend mehr von Chinesisch gesprochen wird. Vielleicht einige von euch verstehen nicht besonders genau, was Kantonesisch überhaupt ist oder sogar haben nicht davon gehört. Das ist okay. Kurz gesagt, ist es eine gesprochene und geschriebene Sprache. Es ist mit Mandarin verwandt und wegen Geschichte und Tradition schreiben die meisten Kantonesischsprachigen normalerweise auf Mandarin. Mehr zu diesem Thema findet ihr in meinem ersten und einzigen deutschsprachigen Video hier. Je mehr ich meine Muttersprache im Internet unterrichte, desto öfter überlege ich Fragen wie, was ich meinen Studenten beibringen darf, welche Wörter überhaupt als echtes Kantonesisch gelten und ob ich, wie in der Schule, Fremdwörter und sogenannte schlechte Aussprachen vermeiden soll. Deswegen will ich euch über ein paar interessante Phänomene erzählen. Aber zuerst kommt die Frage, was sind Lehnwörter? In europäischen Sprachen ist es ganz leicht und eindeutig zu erklären. Man benutzt ein Wort, das nicht aus derselben Sprache stammt. Wir sagen Mathematik, das ist ein griechisches Lehnwort. Wir sagen Qualität, das ist ein lateinisches Lehnwort. Wir sagen Handy, das ist ein sehr komisches englisches Lehnwort. In senitischen bzw. chinesischen Sprachen wird nicht viel von Lehnwörtern gesprochen. Die meisten Lehnwörter sind nicht wirklich Lehnwörter im sprachwissenschaftlichen Sinne. Man sagt nicht Telefon, sondern übersetzt die Konzepte sozusagen. Die sind eher Lehnübersetzungen oder Calc auf Englisch. Sie passen zur Logik und Morphologie vom Rest der Sprache. Aber doch existieren Lehnwörter und jetzt stelle ich euch die interessante kantonesische Sprache vor, zusammen mit einigen ihrer vielen Kontroversen. Teil 1. Die heutige Hongkong-kantonesische Sprache. Ich nehme an, dass viele von euch schon etwa von der Geschichte Hongkongs wissen, aber ich stelle euch die sprachliche Geschichte kurz vor. Seit dem 19. Jahrhundert war die Stadt eine Kolonie des britischen Imperiums für ungefähr 150 Jahre. Und inzwischen ist viel mit den Sprachen der Gesellschaft geändert. Durch die englischsprachige Regierung, Medien und Ausbildung wurde eine Menge westlicher Konzepte in die Gesellschaft eingeführt. Bis Mitte 20. Jahrhundert wurden gleichzeitig viele Sprachen und Dialekte gesprochen, darunter Dialekte von Yun, zum Beispiel Kantonesisch, das aus der Stadt Kanton, Guangzhou, stammt, und auch andere semitische Sprachen. Beachtet auch, dass Kantonesisch von Anfang an eine Anwandersprache war. Später wurde Kantonesisch die dominierende Sprache. Seit der Übergabe an China herrscht das Prinzip 2 schriftliche Sprachen, 3 mündliche Sprachen. Das heißt, man lernt Englisch und Chinesisch zu schreiben und Englisch, Kantonesisch und Mandarin zu sprechen. Aber im Gegensatz zu der vollkommenen Vielsprachigkeit in zum Beispiel Singapur
wird eine einzige Sprache in meisten Situationen gesprochen. Wegen dieser Vielsprachigkeit und weil Hongkong ursprünglich und immer noch eine Einwanderungsstadt ist, gibt es viele Einflüsse in der heutigen Sprache. Man kann sagen, dass Kantonesisch über mehrere Schichten oder Generationen von Lehnwörtern verfügt. Vor vielen Jahrzehnten haben die meisten Leute kein wirkliches Englisch gesprochen und sind mit der Sprache in Kontakt gekommen, hauptsächlich um mit Briten umzugehen. Viele haben englische Wörter durch sogenannte Tongsengyingman gelernt, das heißt Anhänge in Kalendern, die englische Sätze und Wörter durch kantonesische Zeichen gezeigt haben. In dieser Zeit sind klassische Lehnwörter wie Basi, Bus, Taxi, Taxi, Sido, Store, Sido Belly, Strawberry entstanden. Um diese Wörter zu entlehnen, hat man die Silben durch die ähnlichsten bestehenden Zeichen ersetzt. Einige sind heutzutage besonders häufig benutzt, zum Beispiel argue, argue. Und einige wurden Umgangssprache, zum Beispiel my favorite. Diese Wörter sind wesentliche Elemente der Sprache geworden, während neuere Lehnwörter eher umstritten sind. Nachdem Sprachausbildung in Hongkong besser geworden ist, benutzen Hongkonger wie im Deutschen mit jeder Generation zunehmend mehr englische Wörter im Kantonesischen. In gewissen Bereichen, zum Beispiel im Büro, an der Uni und Technologie, wird hauptsächlich Englisch geschrieben und auch wenn Englisch nicht tatsächlich gesprochen wird, werden ausschließlich englische Begriffe benutzt und deswegen in die kantonesische Umgangssprache übertragen. Diese neuen Lehnwörter werden nicht unbedingt vollständig an die Phonologie der Sprache angepasst. Manchmal werden die Grammatiken der zwei Sprachen sogar gemischt und verschmolzen. Vor ein paar Monaten bin ich auf einen Beitrag auf Instagram gestoßen, der Vokabeln für Geräte vorgestellt hat. All diese Vokabeln sind aus chinesischen Wurzeln entstanden und haben Äquivalente im Mandarin, dazu später mehr. Da dachte ich mir, ich habe diese Wörter im echten Leben niemals gehört. Alle benutzen die englischen Begriffe mit gewissen kantonesischen Modifikationen, zum Beispiel Spika, Mausi, Mon. Gelten denn diese Wörter weniger als kantonesische Vokabeln? Diese modifizierten Lehnwörter werden auch mit kantonesischen grammatischen Partikeln angewandt. Download, im Deutschen gibt es auch Downloaden, wird zu Dan gekürzt und dann mit Partikeln gesagt, wie Danzhou, gedownloadet oder downgeloadet, Dangan, beim Downloaden, Danjusin, im Voraus downloaden und so weiter. Ähnliche häufige Verben sind book und pa, buchen und parken. Sogar selbe Grammatik wurden entlehnt. Weil kantonesische und englische Satzbildung sehr unterschiedlich sind, wenn man sich in gewissem Moment auf Englisch ausdrücken will, kann man keine entsprechende Konjunktion im Kantonesischen finden. Zum Beispiel gibt es keine Relativpronomen. Man sagt nicht das Pferd, das trinkt, sondern das trinkende Pferd. Das Wort which wurde deswegen benutzt und im Laufe der Zeit wurden which und for Bestandteile unserer umgangssprachlichen Satzbildung. Trotzdem nicht immer im gleichen Sinne wie im Englischen. Zum Beispiel 部相機係 for 嚟影相用. Die Kamera ist für den Zweck fotografieren. 佢嬲咗 which 我都明嘅. Er ist wütend, was ich auch verstehe. In diesen Sätzen gibt es keine entsprechenden kantonesischen Konjunktionen und deswegen haben wir for und which, aber nicht gleicherweise wie die Wörter in Englisch. Diese Beispiele werden normalerweise als Codewechsel oder
Code Mixing betrachtet. Ein sehr gutes Beispiel, das sowohl die unenglische Grammatik als auch die Lehnwortschichten erläutert, ist Miss. Miss hat mehrere Bedeutungen im Englischen und wurde zuerst im Sinne von Lehrerin ins Kantonesische entlehnt. Missy, erster und vierter Ton. Beachtet die zweisilbige Struktur. Später wurde das Wort noch einmal entlehnt im Sinne von verpassen, Miss. Weil Hongkong zu dieser Zeit besser Englisch sprechen konnten, brauchen wir keine zweite Silbe, um dieses Wort auszusprechen. Wie down wird dieses Wort mit Partikeln angewandt, wie Miss Jaw, ich habe verpasst. Missy und Miss sind zwei verschiedene Wörter im kantonesischen Lexikon und dürfen nicht verwechselt werden. Gleichweise sind etliche Lehnwörter anders im Kantonesischen verwendet als in der ursprünglichen Sprache. Stellt sich nun die Frage, ist das immer noch Code-Switching oder Lehnwörter? Zu diesem Thema kann ganz viel Kontroverse vorkommen. Ein wichtiges Kriterium für die meisten Muttersprachler ist Zeichen. Es ist eine sehr verbreitete Meinung, dass Wörter, die mit chinesischen Zeichen geschrieben werden, echte chinesische Wörter sind und der Rest verbleibt Fremdwörter im Codewechsel, vermutlich wegen dem Aussehen im Text. Zum Beispiel das Wort Point wird Point oder Pawn ausgesprochen und auf keine Weise mit Zeichen geschrieben. Ist doch so häufig benutzt wie jedes ursprünglich kantonesische Wort. Ist das denn ein Lehnwort? Ein anderes Beispiel ist Leap, das aus dem englischen Lift stammt. Und das bedeutet Aufzug, Fahrstuhl. Am Anfang war das Wort nicht zu schreiben, allerdings waren nicht viele zum Schreiben ausgebildet. Aber später wurde ein ganz neues Zeichen Leap dafür erschaffen. Wurde das Wort also von einem Fremdwort plötzlich zu einem echten kantonesischen Wort, einfach wegen der Schreibweise? Es gibt hunderte andere ursprünglich englische Silben, die ähnlich zum Teil des Wortschatzes geworden sind und einige haben neue Zeichen bekommen. Ein sehr, sehr neues Beispiel ist Mon. Das ist Mon in diesem Quadrat. Das heißt Monitor auf Englisch. Eine kantonesische Literaturzeitschrift hat ein Zeichen benutzt, statt MON zu schreiben. Anscheinend ist der Status eines Lehnwortes nicht durch selber Schreibweise festzulegen. Ein zweites Kriterium ist die Aussprache. Wie die meisten Sprachen passt Kantonesisch Fremdwörter an ihre eigene Phonologie an. Gleichzeitig tragen die Zeichen auch zu dem Problem bei. Damals hat man normalerweise alles mit Zeichen geschrieben und in Folge immer die ähnlichste vorhandene Silbe aufgesucht. Zum Beispiel Pudding könnte ja als Pudding entlehnt, aber keine von diesen Silben hat ein entsprechendes Zeichen und deswegen wurde es Bodin. Das ist ganz anders. Die vorgenannten Basi, Sido, Bas, Sto haben das S in ein Si verwandelt, weil Muttersprachler es schwierig fanden, ein S ohne Vokal auszusprechen, als diese Wörter entlehnt wurden. Genau wie dieses Tongsen Yingman. Deswegen kann man ohne Zweifel feststellen, dass diese Lehnwörter sind. Aber da man heute in Hongkong besser Englisch sprechen kann, muss man in eigenen Fällen keine Vokalen mehr hinzufügen. Stattdessen sagt man oft diese Wörter mit Tönen, die einem deutlichen Muster folgen. Und manchmal lässt bestimmte Konsonanten weg. Zum Beispiel man isst Tea und Lunch oder Lunchy mit dem ersten und vierten Ton. Aber man besteht einen Test und bekommt without, was auch immer man prefer. Klänge wie X
oder die S-Endung oder Ch-Endung existieren nicht im Klangsystem der Sprache, das heißt im System aller Klänge im ursprünglichen Wortschatz. Wo liegt also die Linie zwischen Code-Switching und Lehnwort? Bin ich denn überhaupt auch beim Code-Switching, wenn ich Code-Switching sage? Okay, hier kommt die Frage, warum ist das denn überhaupt kontrovers? In Hongkongs Schulausbildung lernt man sehr strenge Regeln, was in der Schrift zulässig ist. In erster Linie gibt es die Frage von Standardchinesisch und geschriebenem Kantonesisch, wozu wir heute keine Zeit haben. Aber ihr könnt euch später mein Video anschauen, das dieses Verhältnis viel ausführlicher erörtert. In Hongkong Standardchinesisch werden gewisse Lehnwörter akzeptiert, zum Beispiel Sidobele, Strawberry, während andere wie Lift verboten sind. Neue Lehnwörter werden immer als Teil der mündlichen Sprache anerkannt und deshalb dürfen nicht geschrieben werden. Im Besonderen dürfen Schüler niemals lateinische Buchstaben niederschreiben. Im Gegensatz haben wir im Duden Wörter wie Qualität, Mathematik, Wok und sogar Woke. Obwohl das Wörterbuch Words.hk und das alltägliche geschriebene Kantonesisch fast alle Lehnwörter und häufige Fremdwörter akzeptieren, bleibt die formelle Schrift extrem begrenzend. Apropos Erdbeeren. Dieses Wort ist sehr offensichtlich ein Lehnwort aus dem Englischen, aber sein schriftlicher Gebrauch ist immer noch ein bisschen umstritten. Ein anderes Obst ist jedoch gar nicht umstritten. Wahrscheinlich, weil dasselbe Wort in China auch benutzt wird. Trotzdem es auch aus einer Fremdsprache stammt. Dieses Obst ist die Ananas. Und ihr Name Bolo existiert in der Sprachfamilie schon seit Jahrhunderten. Warum haben denn Muttersprache also nie bemerkt? Teil 2. Zurück durch die Zeit. Sind alle chinesisch klingenden Wörter ursprünglich chinesisch? Heute haben viele Hongkonger so eine Denkweise, dass Wörter, die aus scheinbar chinesischen Wurzeln bestehen, unbedingt chinesische Wörter sind und deswegen besser sind im Vergleich zu Fremdwörtern. Ein Kumpel hat mir einmal wörtlich gesagt, im Japanischen und im Chinesischen wären Lehnübersetzungen, zum Beispiel Gonggong Heite, das heißt allgemeines Fahrzeug oder Bus, überlegen, während Lehnwörter, zum Beispiel Basi, Bus, die Sprache nicht bereichern können. Diese Aussage hat mich wirklich schockiert, weil die alte chinesische Sprache seit Jahrhunderten echte Lehnwörter geschaffen hat. Lehnübersetzungen sind ein relativ neues Phänomen. In der Tat gab es viel Interaktion zwischen chinesisch und indogermanischen Sprachen. Zum Beispiel die Silbe Ma, die Honig oder süß bedeutet, stammt aus den tokarischen Sprachen und ursprünglich aus dem Urindogermanischen. Aus demselben Wurzel haben wir Mead auf Englisch, Mjöd in Skandinavien und Mute auf Polnisch und so weiter. Man vermutet normalerweise nie, dass es so sichtbar verwandte Wörter zwischen diesen Sprachen geben kann. Deswegen nimmt man an, dass man eine echte chinesische Wurzel sein muss. Ähnlicherweise, aber viel komplexer, bekommen wir das Wort Bolo oder Ananas aus dem Sanskrit. Angeblich habe Altchinesisch zwei ähnliche Wörter entlehnt. Bolo Paramita, das heißt Vollkommenheit, und Bonaso Panasa, ein Ananas-ähnliches Obst. Die zwei Wörter wurden verwechselt und danach war das Zeichen Ma. Süß bedeutet, würde also angenommen, dass es sich auf Obst beziehe. Und der Name des Obsts heiße Bolo. Deswegen hat man dieses Radikal, das heißt Pflanze, darauf hinzugefügt und das letztendliche Wort erschaffen.
hier. Wenn man sich heute dieses Wort anschaut, scheint es ein ursprünglich chinesisches Wort zu sein, teilweise wegen dem Radikal. Heißt das also, Jahrhunderte nachdem ein Wort entlehnt wird, wird es als ursprünglich chinesisch betrachtet? Oder liegt es daran, dass Lehnübersetzungen später die Norm übernommen haben? Und warum überhaupt wurden Lehnübersetzungen die Norm? Teilweise hat man den Japanern zu danken, weil eine Menge abstrakter Vokabeln wurden von ihnen übersetzt. Chinesische Sprachen hatten große Einflüsse auf Japan, das sowohl Zeichen als auch Wortwurzeln durch Lehnwörter entnommen hat. Die sogenannten Wasekango, das heißt in Japan geschaffenen chinesischen Wörter, wurden aus chinesischen Zeichen und Wurzeln zusammengebaut, aber sind japanische Vokabeln. Sie behandeln Themen wie Demokratie, Wissenschaft und Gesellschaft und wurden kurz danach in China entlehnt. Können sie der Grund dafür sein, dass neue Fremdwörter übersetzt werden müssen? Auf jeden Fall gibt es meiner Meinung nach zwei Hauptgründe dafür, dass Lehnübersetzungen und ältere Lehnwörter in sinetischen Sprachen bzw. in kantonesischen so schwer zu erkennen sind. Erstens ist es eine analytische Sprache. Das heißt, jede grammatische Funktion wird durch ein unabhängiges Wort ausgedrückt. Und die meisten Wörter kann man zu einfacheren Elementen abbauen. Zum Beispiel das Wort Telefon, Dianhua, bedeutet wörtlich elektrisches Gespräch mit chinesischen Wurzeln. Im Deutschen muss man dagegen griechische Wurzeln lernen, um die Herkunft dieses Wortes zu erkennen. Dadurch merkt man eindeutig, dass es ein Lehnwort ist. Zweitens können alle Sprachen, die dieses Schriftsystem anwenden, Vokabeln miteinander teilen, ohne auch ihre eigenen Klänge in eine andere Sprache einzufügen. Zum Beispiel, wenn man Telefon auf Deutsch sagt, spricht man die ursprünglichen griechischen Wurzeln aus, mit nur ein bisschen Änderung, um der deutschen Sprache besser zu passen. Aber auf Kantonesisch muss man nicht die japanische Aussprache Denwa sagen, sondern schlägt man die entsprechende kantonesische Aussprache jedes Zeichens nach und sagt Dinwa. Ähnlicherweise im Deutschen statt Television sagt man Fernsehen. Tele bedeutet fern und Vision bedeutet sehen. In gewisser Weise ist es eine Lehnübersetzung ziemlich ähnlich. Apropos, was ihr nicht wusstet, werden japanische und koreanische Namen auf dieselbe Weise in sinetischen Sprachen ausgesprochen. Deswegen sagt man in Hongkong nicht Suga Yoshihide, sondern Gan Yiwei. Aber Fun Fact. Und diese Lehnwörter aus dem Japanischen sind nicht immer so direkt. Zum Beispiel Choisio, absagen, war ursprünglich 4 Silben, Torikesu, in dem nur To und Ke mit Kanji geschrieben werden. Im Chinesischen nimmt man also nur diese 2 Silben und wirft die anderen weg. Außerdem haben die Lehnwörter nicht vor einem Jahrhundert aufgehört, aber weil die neueren so neu sind, werden sie immer noch mit unserem Verständnis der japanischen Kultur sehr eng verbunden. Zum Beispiel Ryori bedeutet einfach Kochen, ein Gericht oder die Küche einer Kultur. Aber in Hongkong denkt man meistens japanische Küche, wenn man Liu Lei sagt. In Taiwan ist das anders. Joyu bedeutet einfach Schauspielerin, aber Neuyao bezieht sich eher auf Schauspielerinnen in einem in Hongkong sehr populären japanischen Filmgenre, Porno. Im Gegenteil sind echte Lehnwörter, das heißt wie in europäischen Sprachen oder wie Bus, Basi, Taxi, echte Lehnwörter zwischen diesen Zeichensprachen ganz seltsam. Das bekannteste ist Ganbatte oder viel Erfolg, das ganz beliebt in Hongkong wurde. Und neue Zeichen
wurden eingesetzt. Ein neueres ist Gaowu aus dem Mandarin Gouwu oder einkaufen. Es beschreibt, ganz satirisch, wie jede Menge chinesische Touristen in Hongkong einkaufen, was Hongkonger manchmal irritiert. In der anderen Richtung wird auch aus den sogenannten Dialekten ins Mandarin entlehnt. Ich meine phonetische Lehnwörter, zum Beispiel Tu Cao, bedeutet im Taiwanischen Gestank offenbaren, aber wird heute als Tu Cao in Mandarin benutzt oder wörtlich in einen Trog spucken, im Sinne verspotten. Einige Hongkonger sagen auch das Äquivalent To Chou. Ähnlicherweise wird das kantonesische Wort Maidan, Rechnung schließen, ins Mandarin als Maidan entnommen. In diesen Fällen werden oft Volksetymologien dafür entwickelt, nämlich habe ich eine Erklärung dafür im chinesischen Internet gelesen, die sagt, Maidan bedeutet die Rechnung kaufen. Teil 3: Gegenseitige Konflikte innerhalb der Sprachfamilie. Bis jetzt habe ich viele Lernwortstrategien präsentiert und erklärt, aber es wird noch komplizierter. Der Begriff Chinesisch ist komplex. Es wird weder in Sprachwissenschaft noch in Umgangssprache übereingestimmt, wie man die chinesischen Sprachen klassifiziert. Einige sagen Dialekte, andere sagen eine Sprachfamilie, noch andere sagen eine Familie von Gruppen von Dialekten. In Bezug auf Lehnwörter ist das gleicherweise komplex. Vergesst nicht, dass es aktuell unter allen chinesischen Sprachen die Norm ist, auf Standardchinesisch bzw. Mandarin zu schreiben. Wie gesagt, mehr dazu in meinem früheren Video. Deshalb werden Lehnwörter aus dem Ausland halt mit der ganzen Sprachfamilie geteilt, egal durch welche Sprache sie entlehnt wurden. Wenn ein Wort in der chinesischen Sprache bzw. der Schriftsprache auftaucht, wird im Allgemeinen angenommen, dass es ein chinesisches Wort sei und so wird in allen dazugehörigen Sprachen oder Dialekten benutzt werden können. Es gibt zum Beispiel eine Menge Lehnwörter durch Mandarin ins Kantonesische. Zum Beispiel Hacker, Hacker, Hakha, Engine, Yinqing, Yankeng, Nazi, Nazui, Napsoi, Myth, Miese, Maisi. Aber wegen phonosemantischer Angleichung, das heißt die gewählten chinesischen Zeichen haben gleichzeitig ähnliche Aussprache und ähnliche Bedeutung im Vergleich zum Fremdwort. Und außerdem wegen den unterschiedlichen Aussprachen der anderen sinetischen Sprachen merkt man fast nie, dass sie tatsächlich Lehnwörter sind. Im Ernst soll man solche kantonesischen Wörter Zweifach-Lehnwörter nennen, aber in Wirklichkeit werden sie nur als Lehnwörter ins Chinesische betrachtet. In anderen Fällen meistens Wörter, die durch inoffizielle Sprachen entlehnt werden, wird nicht auf eine gleiche Weise betrachtet, sondern es wird sehr deutlich unterschieden, dass sie Dialektwörter sind. Alle vorgenannten Lehnwörter im Kantonesischen sind Beispiele. Manchmal gibt es sogar mehrere verschiedene Wörter aus demselben Ursprung, je nach der Sprache oder einfach der Region. Selbst wenn man in alle Regionen im Standardchinesischen schreibt und nicht in den regionalen Sprachen. Das heißt, man muss die Versionen in allen anderen Regionen lernen, um alles zu verstehen. Zum Beispiel haben wir Toast Dosi gegen Tusi, Cheese Zizi gegen Cheese, Salat gegen Shala. Ein ganzes Genre von solchen Übersetzungen, das all diese Probleme oder Merkwürdigkeiten am besten repräsentiert, ist Namen von Ländern.
Normalerweise wurde ein Land auf Chinesisch genannt, als es zum ersten Mal mit dem Fernost in Kontakt gekommen ist. Und wie gesagt, wird der gleiche Name mit der ganzen Familie geteilt. Heutzutage, heutzutage benutzt man meistens die gleichen Namen in allen sinitischen Sprachen, trotz einigen Ausnahmen. Oft merkt man nicht, dass ein Name nicht durch seine eigene Sprache transliteriert wurde, weil es immer noch viele Gemeinsamkeiten unter diesen Sprachen gibt. Zum Beispiel ein durch Shanghainesisch transliterierter Name fällt nicht besonders im Mandarin auf. Aber manchmal ist der Unterschied viel mehr bemerkbar. Die Schweiz und Schweden sind im Mandarin Ruishi bzw. Ruidian, das einfach nicht funktioniert. Viele Lerner finden sie verwirrend, weil sie nicht wissen, dass diese Namen aus irgendeiner der südlichen Sprachen stammen, zum Beispiel vielleicht Kantonesisch, Soisi, Soidin. Die durch Mandarin transliterierten Namen funktionieren oft nicht ideal auf Kantonesisch wegen seiner Phonologie. Weil Mandarin Ausläuter wie P, T, K und M verloren hat, braucht es meistens eine zusätzliche Silbe, um den Auslaut des Fremdworts zu transliterieren. Zum Beispiel, Kasachstan hätte auf Kantonesisch Kasakhstan sein können, aber weil eine mandarinische Silbe nicht auf K enden kann, braucht man 5 Silben. Hasakistan, Hasahasitan. Und noch öfter kann es vorkommen, dass die Transliteration ein Zeichen wählt, das im Kantonesischen unnötige Ausläuter hat, weil diese im Mandarin nicht existieren. Zum Beispiel Deutschland ist Driji in Mandarin, aber Taiji im Kantonesischen mit einem zusätzlichen K. Berlin ist Berlin, aber Patlam mit einem K und mit einem M auch. Letzte Woche war ich in Torun oder Thon, Polen, und der offizielle chinesische Name ist mir wirklich auf die Nerven gegangen. Die kantonesische Aussprache Dolen hätte wirklich ähnlich dem polnischen Namen geklingen, weil das allgemeine chinesische D klingt wie das polnische D. Aber weil dieser Name durch Mandarin übersetzt wurde, heißt die Stadt Totlun mit einem unnötigen K. Es gibt auch Fälle, wo sowohl Transliteration als auch Übersetzung benutzt wird, je nach der Region. Sierra Leone wird in Taiwan wirklich Löwenberg genannt, was ich sehr cool finde. Aber es wird Sai Laliang in Mandarin und anschließend auch Cholaleong auf Kantonesisch transliteriert. In Hongkong gibt es übrigens schon einen Löwenberg. Im Gegensatz wird Montenegro in Hongkong und China übersetzt. Schwarzer Berg, Haksan, aber in Taiwan transliteriert. Bei diesen Namen kann Verwirrung manchmal vorkommen. Und während sich politische Einflüsse nach und nach ändern, können diese Namen auch ersetzt werden. Sydney wird offiziell auf Chinesisch bzw. Kantonesisch Südley genannt. Und früher haben alle Kantonesischsprachigen diesen Namen gesagt, entweder in Hongkong oder in Australien. Aber weil China eine andere Transliteration Chini oder auf Kantonesisch Sydney bevorzugt, sagen Hongkonger Behörden und Fernsehen seit der Übergabe an China Hongkongs eher Sydney. Und wir Jugendliche sind daran gewöhnt. Heute muss ich mich immer erinnern, wenn ich mit meiner australischen Studenten spreche, Sydney zu sagen. Zum Abschluss ist Kantonesisch eine sehr vielfältige Sprache mit einem ziemlich komplexen Lexikon. Natürlich haben alle Sprachen der Welt auch viele Lehnwörter, aber die Probleme, die durch die Diglossie, das Schriftsystem und Sprachen- und Identitätspolitik entstehen, erfordern eine Vielzahl verschiedener Strategien,
um sich mit Einflüssen des Englischen, des Japanischen und der eigenen Sprachfamilie auseinanderzusetzen. Noch einmal, mehr zu den Problemen und Mythen in dieser Sprachfamilie findet ihr in meinem Video. Und auf meinem Blog und YouTube-Kanal findet ihr mehr über mein Interesse an Sprachenlernen in verschiedenen Sprachen. Ich hoffe, dass ihr diesen Vortrag interessiert findet und ich freue mich darauf, euch beim Q&A zu treffen. Vielen Dank.